Als ich den Wahlomat zur deutschen Bundestagswahl 2025 aus Neugier ausgefüllt habe, stieß ich auf einen Punkt, der mich echt erstaunte. Bundesweite Volksabstimmungen werden in Deutschland nur von 2 Parteien befürwortet: von der Linken und der AfD. Als Schweizer, der mit direkter Demokratie aufgewachsen ist, fragte ich mich immer wieder mal, warum ist dieses bewährte System eigentlich kein Exportschlager? Dann begann ich zu recherchieren und stellte schnell fest, die Antwort ist etwas komplexer. Sie zeigt, warum dieses Projekt in Deutschland noch in den Kinderschuhen steckt und immer wieder scheitert. Einen kurzen Exkurs. Die direkte Demokratie in der Schweiz ergänzt das Parlament durch Volksrechte. Bürger können über Gesetze abstimmen, die das Parlament verabschieden will. Das ist das sogenannte Referendum. Oder sie bringen eigene politische Vorschläge ein, mit einer sogenannten Volksinitiative. Für beide Verfahren braucht es eine bestimmte Anzahl Unterschriften, damit es zu einer Volksabstimmung kommt. Beim Referendum sind es 50.000, bei einer Volksinitiative 100.000 Unterschriften. Die direkte Demokratie wirkt wie ein Ventil. Sie erlaubt der Stimmbevölkerung, Dampf abzulassen, bevor es sich von der Politik abwendet. Sie wirkt häufiger als nur alle 4 Jahre. In der Schweiz wird mehrmals jährlich abgestimmt. Direkte Demokratie ist ein Warnsignal an die Politik, ein erhobener Finger des Souveräns, ein Instrument zur Kontrolle und Vorsichtsmaßnahme gegen politische Entfremdung. Über eines müssen wir uns keine Gedanken machen. Volksentscheide wären in Deutschland äußerst beliebt. Das zeigen alle verfügbaren Umfragen. 70-80% der Deutschen sprechen sich für mehr direkte Demokratie aus. Die Mehrheit wünscht sich, bei wichtigen politischen Fragen selbst mitentscheiden zu dürfen, statt diese Entscheidungen alleine den gewählten Volksvertretern zu überlassen. Dabei spielt es kaum eine Rolle, aus welchem politischen Lager die Befragten kommen. Direkte Demokratie ist kein Randphänomen, sondern ein breit verankerter Wunsch quer durch die Gesellschaft. Also, warum hat Deutschland noch keine direkte Demokratie? Einer der ersten, der in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts darüber nachdachte, war der Künstler Joseph Beuys. Im Jahre 1971 gründete er die Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung. In seinen Werken spricht er von einer Parteiendiktatur, die man überwinden müsse. Das Volk sei nur als Wähler und Steuerzahler interessant. Sonst habe es nichts zu bestimmen. Politisch wurde die Forderung erst später aufgegriffen. In den 1980er Jahren verankern die Grünen in ihrem Grundsatzprogramm basisdemokratische Elemente und sprechen sich ausdrücklich für bundesweite Volksabstimmungen aus. Ab 1989 nimmt auch die SPD Volksentscheide in ihr Parteiprogramm auf. Wörtlich heißt es Volksbegehren und Volksentscheid in Gemeinden, Ländern und Bund. Einige Jahre später zeigt sich auch die FDP offen und fordert 1997 die Volksinitiative auf Bundesebene, um Bürgerinnen und Bürger mehr Einfluss zu geben. 2011 bekennt sich die Linke zu mehr direkter Demokratie, unter anderem in Form von Volksabstimmungen. 2012 konkretisiert die FDP ihre Forderung. Sie will die Einführung von Volksbegehren und Volksentscheiden. Mit ihrer Gründung 2013 setzt sich die AfD von Beginn an für Volksabstimmungen nach Schweizer Vorbild ein, vor allem aus Skepsis gegenüber der EU. 2016 befragt die CSU ihre Mitglieder. 68,8% sprechen sich für bundesweite Volksentscheide aus. Im eigenen Bayern-Plan 2017 erklärt die CSU, dass sie diese in wichtigen Fragen befürwortet. In späteren Programmen taucht die Forderung jedoch kaum noch auf. 2017 will die FDP nur noch probeweise direkte Demokratie, beschränkt auf Landes- und kommunale Ebene. 3 Jahre später verabschieden sich auch die Grünen von ihrer Vorreiterrolle. Statt Volksentscheiden setzen sie auf Bürgerinnenräte, deren Ergebnisse aber ausdrücklich nur beratend sind.
Zur Bundestagswahl 2021 streichen SPD und FDP die Forderung nach bundesweiten Volksentscheiden endgültig aus ihren Programmen. Am Ende bleiben nur noch 2 Parteien übrig, AfD und die Linke. Eine Partei taucht dabei nie auf, die CDU. Sie lehnt bundesweite Volksentscheide konsequent ab. Immer wieder betont sie, dass sie zur repräsentativen Demokratie steht. Direkte Demokratie schließt sie zwar nicht völlig aus, beschränkt sie aber ausdrücklich auf Länder- und Kommunalpolitik. Und dies zeigt ziemlich deutlich: In der Opposition fordert man direkte Demokratie, in der Regierung bekämpft man sie. Simpel, Machterhalt. Volksabstimmungen zu Sachfragen sind unangenehm. Die Politiker müssen sich den Bedürfnissen der Bürger öfter annähern. Aber auch das stimmt nicht immer. In Gerhard Schröder rot-grüner Koalition 1998 bis 2005 brachten SPD und Grüne tatsächlich einen Gesetzesentwurf für bundesweite Volksentscheide in den Bundestag ein. Er scheiterte an der notwendigen Zweidrittelmehrheit. Die Union blockierte und das Projekt war vom Tisch. Natürlich hat direkte Demokratie auch Schattenseiten. Wahlkämpfe enden nicht immer nach der Wahl, die nächste Abstimmung steht schon bevor. Parteien, Verbände, NGOs geraten unter Dauerstress. Und je nach Thema kann sich die Polarisierung in der Gesellschaft verschärfen. Hinzu kommt, Volksabstimmungen müssen fair gestaltet sein. Ein Blick in die frühere Geschichte zeigt, dass das nicht immer so war. In der Weimarer Republik scheiterten alle Volksentscheide. Nicht, weil die Bürger nicht wollten, sondern weil die Hürden für eine erfolgreiche Abstimmung so hoch waren, dass Gegner mit einem Boykott der Abstimmung das Volksbegehren blockieren konnten. Dann kamen die Nationalsozialisten und machten Volksabstimmungen zur Propagandashow. Suggestive Fragen, manipulierte Ergebnisse, erzwungene Zustimmung. Aus diesen Erfahrungen rührt bis heute das Misstrauen. Wählerinnen und Wähler dürfen textlich und grafisch bei den Abstimmungsunterlagen nicht manipuliert werden. Andernfalls droht, dass die direkte Demokratie ihre eigene Idee verrät und eine tatsächliche Parteiendiktatur in Kraft tritt. Trotz aller Risiken, direkte Demokratie kann das politische System entspannen und Vertrauen in die Politik schaffen. Davon ist eine klare Mehrheit der Bevölkerung überzeugt. Sie ist kein Ersatz, aber ein kluges Instrument, um die Arbeit des Parlaments zu kontrollieren und wenn nötig zu korrigieren. Wer dem Volk nicht zutraut, selbst über wichtige Fragen abzustimmen, unterschätzt nicht nur die Bürger, sondern auch die Demokratie selbst.